Schlagzeilen über Schlagzeilen. Die neuen Omikron-Varianten BA4 und BA5 sind da. Auch im 3. Jahr der Pandemie lässt uns das Coronavirus nicht los. Stecken wir schon in einer Sommerwelle? Was denken die Hessen? Wir haben auf einem Frankfurter Wochenmarkt nachgefragt. Ich mache mir Sorgen, weil ich denke, das ist so aus dem Bewusstsein von vielen Menschen jetzt schon raus. Definitiv wieder, weil es einfach jetzt auch im Kindergarten wieder präsent ist. Die Erzieher ausfallen. Wir können uns halt nur schützen, mehr kann man nicht machen. Geimpft sind wir. Man sieht ja auch die Inzidenzzahlen, die steigen. Also ich gehe damit eher entspannt um und mache mir darüber nicht so große Gedanken und versuche einfach nur die Zeit zu genießen. Ich hoffe nur, dass die Welle nicht so gefährlich wird. Die neuen Virusvarianten BA4 und BA5 gelten als hoch ansteckend. Der Grund? Viren mutieren ständig. Sind sie einmal in eine menschliche Zelle eingedrungen, vermehren sie sich und machen innerhalb kürzester Zeit Millionen Kopien von sich selbst. Bei der Vervielfältigung der Erbinformationen kommt es immer wieder zu Kopierfehlern, zu kleinen Veränderungen oder Mutationen. Die Folge? Einige dieser Viren können nun leichter in Zellen eindringen. Sie werden ansteckender und verdrängen andere Varianten. Inzwischen sind sie auch in Hessen angekommen. Das bestätigt auch der Virologe Professor Friedemann Weber von der Uniklinik Gießen. Doch wie gefährlich sind die neuen Omikron-Varianten für uns? Hoch ansteckend, definitiv. Wie gefährlich ist noch ein Stück weit unklar. Und es kommt sicher immer auch darauf an, ob man eine gewisse Grundimmunität dagegen hat oder nicht. Was diese Omikron-Varianten alle auszeichnet, ist eben, dass sie ein Stück weit der Immunabwehr ausweichen können, vor allem den Antikörpern, die wir auf den Schleimhäuten haben. Und deswegen kann man sich immer noch das Virus holen. In Hessen haben wir heute über 10.000 registrierte Infektionen und eine Corona-Inzidenz von 806. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat momentan den höchsten Wert mit einer Inzidenz von über 1000. Noch aber sind die Krankenhäuser nicht stark betroffen und genug Intensivbetten vorhanden. Man rechnet definitiv mit einem weiteren Anstieg der Infektionen und damit wird auch ein gewisser Prozentsatz an Menschen hospitalisiert werden, letztlich ein zunehmender Anteil. Aber man rechnet eigentlich nicht damit, dass es jetzt irgendwie zu einem Kollaps kommen könnte. Aber definitiv wird das Gesundheitssystem wieder unter vermehrten Stress gesetzt werden. In 3 Wochen beginnen die hessischen Sommerferien. Viele Familien wollen diesmal so richtig Urlaub machen. Corona-Einschränkungen gibt es kaum mehr. In Portugal grassiert immer noch die Virusvariante BA5. Inzwischen ist sie in ganz Europa unterwegs. Die gängigen Corona-Impfungen schützen nicht direkt vor der neuen Infektion, aber das kann man erstmal beruhigend sagen, der Schutz vor schwerer Erkrankung steht. Natürlich ist auch der nicht perfekt, aber er ist sehr, sehr gut durch die gängigen hier empfohlenen Impfstoffe. Es gibt einfach noch viele Menschen, sogar über 2 Millionen aus der höheren Altersgruppe, die noch gar keinen Impfschutz haben. Und da sollte man wirklich dran arbeiten, dass die noch irgendwie mitgenommen werden. Denn jeder, der einigermaßen Immunschutz hat, sorgt dafür, dass das Virus zumindest gebremst wird. Noch ist nicht absehbar, wie sich die Omikron-Varianten bei uns entwickeln werden. Die große Hoffnung, dass sich die Viren auf lange Sicht abschwächen. Doch für den kommenden Herbst, Winter sollten wir gut gewappnet sein.